So, ich gehe gleich zu einer Loewe-Veranstaltung im KTW und habe da ein paar meiner liebsten Loewe-Pieces an. Einmal die Puzzle Bag und dann habe ich hier so Loewe-Sneaker in dieser coolen blau-grünen Kombination. Und dann habe ich dazu den bei Marlene Bilger Rock angezogen und ein Rolli von Arclet. Also ein ganz kuscheliges, bequemes Outfit mit ein paar Knaller-Pieces dazu. Und dann ziehe ich gleich noch den Mantel drüber an. So, natürlich darf mein geliebter Loewe-Mantel nicht fehlen. Den trage ich ja seit Jahren ultra gerne. Ja, den kann ich dann gleich noch zubinden und dann können wir los. So sieht es jetzt umgebunden aus. Dann hat es ein bisschen mehr Form hier an der Taille. Ja, ich mag diesen Layered Look irgendwie und diese Mischung aus so sportlich und elegant. So, mein Outfit für heute Abend habe ich ein klein wenig umgewandelt, aber es ist wieder ein Rollkragenpullover mit einem flauschigen Rock, aber eben in der Abendversion, den ich von dem No Girl Pop-Up gekauft habe. Und dann habe ich da eine Loewe-Brosche ran gemacht. Dachte, das passt halt ganz gut zu heute Abend. Und dieser Rollkragenpullover ist auch wieder von Arclet, aber diesmal in so einem Nude. Und dann habe ich hier noch eine Loewe-Handtasche ausgeliehen von Daisy, weil sie einfach nochmal so eine kleine Tasche hat und das passt dann einfach besser zu dem Outfit. Ach ja, und Boots sind die Cowboy Boots von AD. Ja, und dann ziehe ich wieder meinen Loewe-Mantel drüber und fertig. Über das Event gestern habe ich mich super gefreut, weil ich Loewe einfach super gerne mag und es hat auch Spaß gemacht, diese Adventskränze zu basteln. Ich habe hier so einen asymmetrischen gemacht mit so coolen roten Moos und Beeren. Der sieht super schön aus hier auf dem Sideboard. Finde ich ein cooles Farbkonzept, was sich da ausgedacht wurde. Ja, das war auf jeden Fall eine coole Idee und ein schöner Abend. Ich habe hier eine Totem-Bestellung und wir probieren das jetzt mal zusammen an, würde ich sagen. Ich habe hier als erstes so einen beigen Car-Code. Der ist ganz cool, der hier so innen drin nochmal so eine Fütterung hat oder so eine extra Einlage, die man auch abnehmen kann. Aber die hat halt eine sehr weite Form und wir gucken mal, wie das dann an mir aussieht. Okay, ich habe es jetzt mal an. Also der Stoff fühlt sich super schön an und ich finde es eigentlich auch ganz süß, dass es so super weit fällt.
Aber ich denke, das Problem könnte sein, dass hier diese Ärmel so weit unten sind. Also wenn ich jetzt eine Tasche schultern möchte, dann sammelt sich so der ganze Stoff irgendwie hier unter dem Arm. Das ist irgendwie so super umständlich und unbequem und sieht auch irgendwie blöd aus. Also das ist irgendwie nicht so cool. Ich guck mal, wie es mit so einer Umhängetasche ist. Okay, selbst bei so einer Umhängetasche ist das einfach viel zu viel Stoff hier. Nee, irgendwie ist das total blöd. Okay, also in der Theorie ein schönes Teil, schöne Qualität auch, aber von der Praktikalität ist es dann eher ein Nein. Also das geht zurück. So, dann habe ich hier als nächstes so einen Schlauchschal. Den zeige ich auch am besten mal angezogen. So, ich habe das jetzt mal hier über so einen schwarzen Mantel drüber gezogen. So ein bisschen mit den Schultern zu sehen. Das ist schwierig zu zeigen mit dem Handy in der Hand. Man kann es aber auch so ein bisschen nach oben ziehen, ein bisschen mehr den Hals bedecken. Also so eine Mischung aus Schal und dieses Statement-Accessoire irgendwie. Das Model auf der Webseite hat es, glaube ich, auch über so einen längeren Lederblazer angezogen, was auch sehr cool aussah, weil dann gab es so ein bisschen mehr Unterschied zwischen den Materialien, irgendwie so ein glänzendes Material und dann dieser flauschige Schal. Ist auch eine coole Kombination. Ja, also hier könnte man, glaube ich, jetzt auch nicht eine Tasche schultern, aber trotzdem finde ich es hier irgendwie ganz cool. Also das ist irgendwie ein ganz cooles Teil. So, ich habe das jetzt auch mal über meinen Ledermantel angezogen. Und hat auf jeden Fall ein gekuscheltes Gefühl, als ob man die ganze Zeit umarmt wird. Als letztes habe ich es noch über so einen grauen Blazer angezogen. Hat auch irgendwie was. Macht den Look einfach noch einen Ticken interessanter und wärmer. Ja, das ist irgendwie ganz vielseitig, das Teil. Also definitiv hat man da mehr von als von diesem Mantel, der zwar schön aussieht, aber irgendwie unpraktisch ist. Aber hier sieht die nochmal das Innere, was super, super weich ist. Also ja, schade, der Stoff ist so schön irgendwie. Was ist das für eine Aubergine? Die hat eine Nase, fehlen nur noch 2 Augen. Hat einen Hut auf. So, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Facial. Ist zwar blöd, weil es mitten am Tag ist, aber ich hätte sonst dieses Jahr nicht mehr geschafft. Und deswegen nutze ich das jetzt noch schnell aus. Und ja. So, ich komme jetzt gerade raus von der Gesichtsbehandlung. Es wurde schön ausgereinigt. Jetzt fühlt sich die Haut so schön durchgespült an. Deswegen bin ich auch so ein bisschen rot und angeschwollen. Aber ja, hat auf jeden Fall gut getan. Und ja, jetzt geht's zurück nach Hause. Ich gehe heute Abend zusammen mit unter anderem Daisy zum Blackpink-Konzert. Ich freue mich richtig doll und ich habe jetzt schon mal geguckt, was ich anziehe. Also ich wollte unbedingt das Band-T-Shirt anziehen und habe da drüber so einen Nadelstreifen-Blazer drüber gezogen. Dann eine Strumpfhose und Stiefel. Ich denke mal, dass es da warm genug dafür sein wird. Und kleine Tasche, da habe ich so eine alte Vintage Dior Handtasche. Ich glaube, die ist ganz praktisch. Und ja, das wird mein Outfit heute. Und dann überlege ich mir noch, was ich mit meinen Haaren mache und mit meinem Make-up.
Mal gucken, ich habe heute jetzt auf jeden Fall schon mal so einen Eyeliner gemacht. Und so ein bisschen Lidschatten, because I'm in the mood. Und mal gucken, entweder könnte ich jetzt ein bisschen crazy sein und so kleine Baumel machen. Oder ich mache mir einfach so ein paar Flechtsträhnen rein, um es ein bisschen spannender zu machen. Und dann kann es nachher losgehen. Ich freue mich so. So, jetzt bin ich endgültig fertig. Ich habe jetzt hier mir so 2 Flechtsträhnen reingemacht und so kleine Kristalle zwischen den Augen. Ja, so finde ich es cool. So, ich nehme euch mal ein bisschen mit bei meiner Gesichtspflegeroutine. Ich habe jetzt gerade einen Cleanser benutzt. Da habe ich momentan diesen hier von La Bouquet, das Mild Cleansing Gel. Ist auf jeden Fall sehr mild, finde ich sehr angenehm. Aber wenn man halt ein Gesicht voller Make-up hat, dann muss man auf jeden Fall zweimal cleansen. Oder halt irgendwie vorher einen Cleansing Balm benutzen, irgendwas so ein bisschen mehr das Make-up runterbekommt. Habe ich aber momentan nicht. Und dann benutze ich dieses Essence von Missha. Das ist eigentlich das einzige Produkt, was ich in Korea dann nochmal nachgekauft habe und wirklich immer nachkaufe.
weil ich es einfach so gut finde. Das ist eine Essence, also so wie ein Toner sozusagen mit Niacinamid. Und das funktioniert bei meiner Haut auf jeden Fall auch immer sehr gut. Beim Ausreinigen war ich, das versuche ich jetzt erstmal alle 6 oder 8 Wochen zu machen, um irgendwie so richtig schön die Poren frei zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel schon auf Bali irgendwie hier so eine verstopfte Pore, die super hartnäckig war und so halt schon ganz dunkel war und keine Ahnung, dann konnte ich alles machen, was ich will und das ging irgendwie nicht weg und das hat sie jetzt richtig schön befreit und ist jetzt auf jeden Fall schon deutlich heller geworden. Also das tut auf jeden Fall sehr gut, da die Haut einfach einmal so richtig zu säubern. Irgendwie ist es voll schwierig, die Gesichtspflege zu machen, wenn man dabei spricht, weil dann man irgendwie dann nicht mehr mitbekommt, wie viel man schon gemacht hat im Gesicht. Ein Serum, ich glaube, das habe ich schon in meine Tasche gepackt. Weil ich heute zu den Schwiegereltern fahre. Johannes ist schon da, hat sich schon gestern auf den Weg gemacht und eigentlich sollte ich auch gestern fahren, aber dann kam relativ kurzfristig die Einladung, dass ich zum Blackpink-Konzert mit kann. Und das konnte ich einfach nicht abschlagen. Und ja, dann musste ich halt einen Tag später zu den Eltern fahren. Aber ja, also gestern war das Konzert und es war so cool. So cool. Einmal auch kurz Tränen in den Augen gehabt. Also ja, wenn die nochmal nach Berlin kommen sollten irgendwann, wäre ich auf jeden Fall auch wieder dabei. Es war einfach so cool. Ja, achso, ja, hier war mein nächster Step, war hier dieses Vitamin C Serum von Skinapple. Das ist irgendwie eine Brand, die gibt es, glaube ich, nur in Singapur. Aber ja, Vitamin C Serum. Packe ich mal wieder dahin. Dann als nächstes Augenpflege. Da benutze ich von Drunk Elephant noch das Eye Serum. Man soll ja Augenpflege immer mit dem Ringfinger auftragen, aber die Motorik ist bei mir einfach irgendwie nicht drin. Da müsste ich immer aktiv dran denken, dass ich das mache und das passiert eigentlich dann doch so gut wie nie. Und den Rest schmiere ich dann mir gerne hier hin. Und hier, irgendwie kommt doch immer zu viel raus. Das kann ich dann auch schon mal in die Tasche packen. Und dann ist der nächste Step von Klee dieses Ceramid-Serum, was schon so gut wie leer ist. Und das benutze ich immer in Kombination mit diesem Selbstbräuner von Typology. Und das ist immer ein bisschen Struggle, jetzt da noch den letzten Rest rauszubekommen. Da muss ich meistens irgendwie das so drehen, dass der Schlauch da so in die richtige Stelle ist und dann pumpen, auf gut Glück, dass da noch was rauskommt. So. Und das macht die Haut so super schön glowy. Seitdem ich das Produkt habe, da habe ich auf jeden Fall einen direkten Unterschied gemerkt, dass es irgendwie total gut ist für meine Haut. Und im Sommer hat es eigentlich auch gereicht, nur das Produkt zu benutzen. Aber jetzt im Winter gebe ich dann nochmal eine Tagespflege drüber. Und ich weiß, dass Sophie das Produkt auch sehr, sehr gerne benutzt. Und zu Recht, weil es ist wirklich gut. Okay. So, und als Tagespflege drüber benutze ich momentan von Heya, ich weiß nicht, wie man die Marke ausspricht, aber da benutze ich die Gentle Probiotics Cream. Da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf irgendwie die ganzen Details, aber es ist auf jeden Fall eine angenehme Gesichtspflege. Dann lasse ich das gerne erstmal noch ein bisschen einziehen, bevor ich dann Make-up auftrage. Und ich glaube, ich zeige euch aber meine Make-up-Routine im nächsten Video, weil ich ein bisschen in Eile bin und irgendwie dauert das doch alles irgendwie 3-mal so lang, wenn man dabei irgendwie etwas erzählt oder spricht. Und ich muss jetzt schnell Make-up auftragen, deswegen zeige ich euch mein Make-up, ja,
im nächsten Video, wenn ich dann bei den Eltern bin, wenn ich da überhaupt Make-up auftragen werde, mal gucken. Vielleicht dann auch erst, wenn ich dann wieder hier bin. So, das war meine Hautpflegeroutine. Ich glaube, die war nicht so super detailliert, aber gut, ich habe euch so ein bisschen gezeigt, was ich denn momentan benutze. Habe ich irgendwas vergessen? Ach ja, so was benutze ich dann so abends dann. Okay, das habe ich jetzt irgendwie aus der Flasche genommen, weil es zum Reisen einfacher ist. So sieht das Produkt eigentlich aus, mit so einer Glasflasche von Eray. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Deep Tox The Cream. Da gibt es auch eigentlich ein Serum dazu, das ist bei mir aber gerade leer. Also habe ich nur noch The Cream. Und das benutze ich abends immer. Ja, doch nur abends. Das benutze ich nicht tagsüber. Das ist eine Gesichtspflege, die wohl nachweislich den gleichen Effekt haben sollte wie eine Lymphdrainage. Das heißt irgendwie, ja, dass es durch die Creme irgendwie die Lymphdrüsen, wie sagt man, stimuliert und aktiviert und soll ein bisschen straffer und mehr, wie sagt man, plump sein. Schwierig zu vergleichen, ob es irgendwie Einbildung ist oder nicht, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit, weil es auch irgendwie sehr pflegend wirkt. Ich finde, das ist von der Konsistenz her sehr ähnlich zu Augustinus Bader, wenn ihr die Pflege kennt. Super, super teure Pflege, aber wirklich sehr, sehr schön. Das ist auch nicht sehr viel günstiger. Also eins kostet, glaube ich, auch über 100 Euro. Aber ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut. Habe ich mir mal gegönnt, weil ich das bei Emma Oro gesehen habe und sie davon geschwärmt hat. Und alles in Sachen Hautpflege, da gebe ich sehr viel Wert auf ihre Meinung, weil sie da auf jeden Fall sehr viel Hintergrundwissen hat. Und ja, irgendwie glaube ich ihr irgendwie dann mehr, wenn sie irgendwelche Empfehlungen macht. Und ja, ich war auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und sonst, Retinol, da habe ich von auch Skin Apple ein Retinol-Serum, was ich dann ab und zu abends benutze. Aber ja, die Marke gibt es eh nicht hier, deswegen ist es jetzt auch sinnlos, das zu zeigen. Aber ja, auf jeden Fall Retinol. Und ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich habe jetzt meine Sachen gepackt. Eigentlich wollte ich nur mit so einer Tasche hier reisen. Aber irgendwie hat das doch nicht alles so reingepasst. Deswegen fahre ich jetzt noch mit einem Trolley. Und außerdem kommen ja potenzielle Weihnachtsgeschenke noch mit auf dem Rückweg. Und deswegen ist es schon, glaube ich, schlauer. Und außerdem habe ich noch meinen Laptop bei. Und das ist auch nochmal angenehmer, das dann in diesen Sleeve vorne reinzumachen. Aber ja, gleich fahre ich los. Mein Reiseoutfit für heute: das Kaschmir-Set von Arket mit Kapuze. Darüber der Wollmantel von And Other Stories. New Balance Sneaker. Und die Vintage Louis Vuitton Reisetasche und mein Horizon-Koffer. Zum Glück ist es heute nicht so kalt, da muss ich mich nicht so ganz so fett einpacken. Ja, Hauptsache bequem. So, und da geht es für mich auch los mit dem Zug. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, wie auch immer ihr es verbringen solltet. Habt eine schöne Zeit und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!